Die Gewährleistung der elektrischen Sicherheit in den Bergen ist keine leichte Aufgabe. Skilifte, Gondeln, Bikeparks und abgelegene alpine Anlagen werden unter rauen Bedingungen betrieben und dienen täglich Tausenden von Menschen. Deshalb darf bei der Sicherheit kein Kompromiss eingegangen werden. Durch den Einsatz der richtigen Techniken, der richtigen Werkzeuge und der Wahl des richtigen Zeitpunkts verlaufen selbst anspruchsvolle Inspektionen in den Bergen reibungslos und produktiv. Wir bei Metrel können dies möglich machen und bieten die einzige umfassende Lösung für elektrische Sicherheitsprüfungen, die den Betrieb sowohl im Winter als auch im Sommer zuverlässig unterstützt. Bei den Winterprüfungen können wir die Erdung während des Betriebs messen. Das geht schnell, effizient und bequem, selbst auf schneebedecktem Gelände. Wenn der Sommer kommt, verlagern wir unseren Fokus auf die individuelle Überprüfung der Masterdung und verbinden dabei Zugänglichkeit mit Präzision. Sommerprüfungen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sich Skipisten, die einst mit Schnee bedeckt waren, in beliebte Wege für Wanderer, Bergsteiger, Radfahrer und andere Besucher verwandeln. Jedes Jahr verursachen Blitzeinschläge Schäden an den Seilen von Skiliften, was zu Betriebsunterbrechungen führt, die wiederum kostspielige Reparaturen und Einnahmeausfälle zur Folge haben. In schweren Fällen können sogar ganze Anlagen in Brand geraten. Im Sommer birgt eine unzureichende Erdung ein weiteres ernstes Risiko: gefährliche Berührungs- und Schrittspannungen im Umfeld der Skiliftinfrastruktur. Um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten, sollten sich die Prüfungen auf Berührungs- und Schrittspannungsmessungen konzentrieren, da die Verwendung falscher Methoden nicht nur Zeit verschwendet und die Kosten in die Höhe treibt, sondern auch die Sicherheit gefährdet. Hier macht Metrel den Unterschied. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an fortschrittlichen und vielseitigen Prüflösungen, von Systemen, die für den intensiven Einsatz unter anspruchsvollen Feldbedingungen konzipiert sind, wie beispielsweise das MI3295 Schritt- und Berührungsspannungsmesssystem, den MI3290 Earth Analyzer oder den MI3144 Euro Z800 Volt, in Kombination mit dem MI3155 Euro-Test XD. Am anderen Ende des Spektrums stehen kompakte, tragbare Prüfgeräte wie der MI3288 Earth Insulation Tester, der auf Mobilität ausgelegt ist, ohne dabei Abstriche bei der Genauigkeit zu machen. Diese Produkte, kombiniert mit einer speziellen Schulung, versetzen Fachleute in die Lage, sichere und effiziente elektrische Prüfungen im Winter sowie das ganze Jahr über durchzuführen. Warum auf den Sommer warten, wenn alle wichtigen Messungen bereits im Winter durchgeführt werden können? Unsere robusten Lösungen machen Messungen einfach und zuverlässig, selbst unter schwierigen winterlichen Bedingungen. Zunächst identifizieren wir das Erdungssystem an der Talstation. Dazu prüfen wir den Durchgang mit einem Strom von 2 Ampere nach der präzisen Vierleitermethode zwischen der Antriebseinheit und dem Tragseil und überprüfen die Erdungsanschlüsse. Anschließend wenden wir die 2-Klemmen-Methode an, um festzustellen, ob das System vereint oder isoliert ist. Dieser Schritt beantwortet die Frage: Sind die Masten lokal geerdet oder mit der Station verbunden? Sobald dies geklärt ist, fahren wir mit der 3-Winkel-Methode fort, bei der wir Verlängerungskabel und Hilfssonden verwenden, um den Erdungswiderstand der Talstation zu messen. Hierfür verwenden wir den Metrel MI3290 Earth Analyzer und ein abgeschirmtes Kabel, das an eine Fernsonde angeschlossen ist, wobei wir die Vierleiter-Messmethode für maximale Genauigkeit anwenden. Um die Präzision zu erhöhen, ermöglicht eine einzigartige Metrel-Sweep-Einstellung frequenzbasierte Tests bis zu 15 kHz. Niederfrequente Ergebnisse geben Aufschluss über das gesamte Erdungsnetz, während hochfrequente Messwerte den Fokus auf die lokale Erdung der Station selbst legen. Dieser umfassende Ansatz eignet sich sowohl für kleine Installationen als auch für groß angelegte Systeme und gewährleistet eine einheitliche und zuverlässige Erdungsprüfung bei allen Konfigurationen.
Der Winter ist der perfekte Zeitpunkt, um damit zu beginnen, da viele Prüfungen während des laufenden Betriebs durchgeführt werden können. Wenn das Tragkabel während des Betriebs geerdet ist, wird die Prüfung vereinfacht. In unserem Fall war das Kabel nicht geerdet, was zusätzliche Schritte erforderte. Doch der Vorgang war dennoch schneller und einfacher als herkömmliche Methoden. Die Vorbereitung ist nach wie vor unkompliziert. Wir verwenden eine G-Stromzange, um einen festen Kontakt mit Metalloberflächen zu gewährleisten, selbst wenn diese mit dicker Farbe oder Rost bedeckt sind. Um genauere und zuverlässigere Messungen zu erzielen, wird die Vierleiter-Kelvin-Methode angewendet. Unverzichtbar ist zudem ein Kommunikationsheadset, das eine klare Abstimmung mit dem Gondelbetreiber während des gesamten Prüfvorgangs ermöglicht. Der Prüfer bewegt sich entlang der Gondel- oder Sesselliftanlage und nutzt dabei das leichte Prüfgerät MI3288, um mit der Messsonde einen lokalen Potentialausgleich herzustellen und damit eine Schleife über die Erdung zu bilden. Der Prüfer führt an jedem Mast Erdungswiderstandsmessungen durch. In enger Zusammenarbeit mit dem Gondelbetreiber wird das System an jedem Mast angehalten, um die Prüfung zu ermöglichen. Bei jedem Halt erdet der Betreiber das System an der Talstation. Der Prüfer verwendet dann eine Verlängerungsstange, um einen vorübergehenden Kontakt mit der leitfähigen Struktur des Mastes herzustellen. Der MI3288-Test erzeugt einen Spannungstrichter zwischen der Unterstation und dem jeweiligen Mast, misst den Gesamtwiderstand beider Komponenten und speichert die Ergebnisse für die spätere Berichterstellung. Diese Schritte werden an jedem Mast wiederholt, bis der Auftrag abgeschlossen ist. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das MI3290-Prüfgerät an der Talstation für die Prüfung mit dem geerdeten Tragseil zu verwenden. In diesem Fall kann die Fernunterstützung am jeweiligen Mast von jedem Mitglied des Wartungsteams geleistet werden, sodass die Bedienung des Prüfgeräts entfällt. Es ist lediglich eine lokale Verbindung zwischen der Gondel und der leitfähigen Struktur des Mastes erforderlich. Wir verwenden außerdem die Zwei-Klemmen-Messmethode mit dem MI3290-Prüfgerät. Seine Speicherstruktur ermöglicht eine einfache Navigation und spätere Berichterstellung. In beiden Fällen wird jeder Mast geprüft, um seinen Erdungswiderstand zu messen. Die gesamte Mastreihe kann in weniger als einer Stunde abgearbeitet werden. Dies ist eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zum herkömmlichen Vorgehen, bei dem man an heißen Sommertagen von Mast zu Mast laufen muss, während man mehrere Tage lang schwere Lasten, Kabeltrommeln und Messsonden trägt. Sesselliftanlagen umfassen oft mehr Masten, die über ein größeres Gebiet verteilt sind, was die Inspektionen noch zeitaufwendiger macht. Aus diesem Grund bieten winterliche Bedingungen einen klaren Vorteil. Sie ermöglichen eine leichtere Fortbewegung, machen die Arbeit angenehmer und sorgen für mehr Effizienz. Mit dem MI3288 von Metrel, unterstützt durch fachkundige Schulungen und bewährte Techniken, können Inspektoren präzise Messungen schnell und sicher durchführen, selbst in komplexen Bergregionen.
Zunächst werden die vieradrigen Verlängerungskabel an die G-Stromzange und die Verlängerungsstange angeschlossen, wodurch ein vorübergehender Kontakt zu jedem Mast hergestellt wird. Verwendung des MI 3288 Prüfgeräts. Das Messverfahren ist unkompliziert und sowohl für Gondel- als auch für Sesselliftmasten identisch, erfordert jedoch die Anwendung der Kelvin-Methode, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Abschließend wird das Prüfgerät auf den Earth-Modus eingestellt. Bei jedem Halt erdet der Betreiber das Tragseil an der Talstation, sofern es nicht bereits während des Betriebs geerdet ist, was Zeit spart. Der Prüfer schließt sich über einen speziellen Adapter an den leitfähigen Teil des Masts an und führt eine vierpolige Erdungsprüfung durch. Das MI 3288 erzeugt das Prüfsignal und misst den Erdungswiderstand präzise. Die erwarteten Ergebnisse für die Masterdung liegen typischerweise im Ohm-Bereich. Wenn der Widerstand, wie in unserem Fall 1,1 Kiloohm erreicht, muss der Mast unverzüglich repariert oder wieder an das Erdungssystem angeschlossen werden. Raue Witterungsbedingungen und Temperaturschwankungen verschlechtern nach und nach die Kontaktqualität, weshalb regelmäßige Inspektionen unerlässlich sind. Dieses Verfahren wird an jedem Mast durchgeführt, von unten bis nach oben. Schritt für Schritt überprüfen wir, ob jede Konstruktion ordnungsgemäß geerdet ist und gewährleisten so die Sicherheit im gesamten System. Je nach den Kompetenzen des Teams wählen wir den geeigneten Arbeitsablauf und die geeigneten Messgeräte aus. In diesem Fall verwenden wir entweder den MI 3290 Earth Analyzer oder das Prüfgerät MI 3288. Alle Messungen werden vom Prüfer an der Talstation durchgeführt, während ein Teammitglied während der Anlagenstillstände an jedem Mast die lokale Erdung vornimmt. Diese Methode bietet dem Prüfer größere Flexibilität bei der Anwendung verschiedener Prüfverfahren und ermöglicht präzise Vergleichsmessungen. Einige Skilifte sind auf andere Weise geerdet und verfügen über eine Verbindung aller Masten durch Metallbänder, die sich von der Bergstation bis zur Talstation erstrecken. In solchen Fällen sollte der Mikro-Ohm-Modus des MI 3288 Prüfgeräts mit 2 Ampere Gleichstrom verwendet werden. Die Verwendung der Vierleiter-Messmethode ist unerlässlich, da sie eine hohe Genauigkeit gewährleistet, selbst wenn der elektrische Kontakt zwischen den Messgeräten und dem Prüfobjekt schlecht ist. Die Vorgehensweise bei der Durchführung der Messungen entspricht der bei anderen Arten von Skiliften. Der Betreiber erdet das Tragseil an der Talstation, sofern es nicht bereits während des Betriebs geerdet ist,
während der Prüfer mit Hilfe eines speziellen Adapters eine Verbindung zum leitfähigen Teil des Mastes herstellt und die Vierleiterprüfung durchführt. In den letzten Jahren wurden immer mehr Bergbahnen für Sommeraktivitäten wie Radfahren, Abfahrtsstrecken, Wandern und Tourismus genutzt. Diese Anlagen bieten zwar Schutz bei Unwettern, doch ist Vorsicht geboten, da die meisten Erdungssysteme für den Winterbetrieb ausgelegt sind, in dem Schnee eine natürliche Isolierung bietet. Im Sommer steigt das Risiko erheblich. Ohne Schnee oder Schutzkleidung sind Menschen und Tiere in der Nähe dieser Anlagen stärker gefährdet. Deshalb ist es unerlässlich, die Berührungs- und Schrittspannungen zu prüfen. Diese Messungen decken versteckte Gefahren auf, die durch Alterung, Korrosion, Materialauswaschung oder Installationsfehler verursacht werden. Das Vernachlässigen von Schutzmaßnahmen kann tödlich sein. Selbst im Sommer können Geländearbeiten schnell und effizient durchgeführt werden, wenn die richtigen Messgeräte Mobilität, Robustheit und Langlebigkeit bieten. Während der Prüfung wird das System an der Talstation und oft auch an der Bergstation abgeschaltet und geerdet. Dadurch sind wir auf Schritt- und Berührungsspannungsmessungen vorbereitet. Das Team bewegt sich koordiniert von einem Mast zum nächsten. Während ein Bediener den Generator, die Messplatten, die Messleitungen und die Anschlüsse für das Messgerät MI3288 vorbereitet, klettert der andere auf den Mast, um die Messleitung am Tragseil zu befestigen. Die Messleitung wird von der Spitze des Mastes zum Prüfer herabgelassen, der das Messgerät MI3288 zwischen dem Kabel und dem Mast anschließt. Zur Befestigung der Messleitungen werden 2 G-Stromzangen verwendet und die Prüfung beginnt. Zur genauen Bewertung der Berührungsspannung werden 2 Prüfplatten angeschlossen, um barfüßigen Kontakt mit dem Boden zu simulieren, während die Körperwiderstandssonde A1597 den Widerstand des menschlichen Körpers darstellt. Die Prüfungen sollten an verschiedenen Positionen rund um leitfähige Teile in einem Abstand von 1 Meter durchgeführt werden. Treten Sie auf die parallel geschalteten Platten und beginnen Sie mit der Messung der Berührungsspannung, während Sie einen Prüfstrom zwischen dem Mast und der Fernerdung erzeugen. Stellen Sie vor Beginn der Messung sicher, dass der Fehlerstrom auf mindestens 50 Kilowattampere eingestellt ist. Jede gemessene Berührungsspannung von mehr als 716 Volt stellt eine gefährliche Situation dar und erfordert eine entsprechende Meldung und Reparatur. Auf dem Bildschirm des Messgeräts lassen sich viele weitere wichtige Teilergebnisse ablesen, darunter der Widerstand RC, wobei 2 Ohm die Fernerdung der Talstation darstellt. Schrittspannungsmessungen können mit einem Prüfstrom von 100 mA durchgeführt werden, was ein sicheres Vorgehen gewährleistet und gleichzeitig wertvolle Einblicke in die Erdpotentialverteilung sowie das Verhalten des Erdungssystems liefert, wenn Fehlerströme 50 Kilowattampere oder mehr erreichen. Berührungs- und Schrittspannungen müssen entlang der gesamten Strecke von systemintegrierten Anlagen und deren Erdungsnetzen geprüft werden. Freiliegende Metallbänder an oder nahe der Oberfläche können
können zusätzliche Risiken darstellen, insbesondere bei Blitzschlagereignissen. Aus diesem Grund werden Schrittspannungsprüfungen über größere Entfernungen durchgeführt. In diesen Fällen werden die Messsonden im Abstand von 1 Meter platziert, um realistische Bedingungen zu simulieren und potenzielle Gefahren zu erkennen. Diese Messungen leisten mehr als nur die Einhaltung der Vorschriften zu bestätigen. Sie decken Risiken auf, die durch unsachgemäße Installation, Korrosion oder Umwelteinflüsse verursacht werden. Wenn die Ergebnisse unter 716 Volt bleiben, wissen wir, dass das System bei einem Blitzschlag sicher reagiert. Im Sommer entstehen neue Risiken, da neu installierte Anlagen, Wasserleitungen, Wanderwege und Abfahrtsstrecken näher beieinander liegen. Ältere Anlagen wurden nicht für diese Erweiterung ausgelegt. Ihren Erdungssystemen fehlen oft Schutzzweige, Ringe oder Netzstrukturen im Boden. Ohne entsprechende Modernisierungen und Prüfungen können diese Anlagen Menschen und Tiere während Gewittern gefährlichen Spannungen aussetzen. Vorbeugende Prüfungen sind keine Option, sondern unverzichtbar. Erdungswiderstandsmessungen, die im Winter nicht durchgeführt wurden, können zusätzlich im Rahmen der Sommerinspektionen erfolgen. Nach der Prüfung auf Berührungs- und Schrittspannungen erweitern wir den Aufbau mit einer 50 Meter langen Messleitung und einer Sonde aus dem Ausrüstungsset. Anschließend wenden wir die 4-Punkt-Erdungsmethode an, indem wir die Sonde in einem Abstand von 30 bis 50 Metern vom Mast senkrecht zum Erdungspfad platzieren. Dadurch wird der gesamte Spannungstrichter um den Mast erfasst, während Strom zwischen dem Mast und der Fernerdung an der Talstation fließt. Für eine eingehendere Analyse verwenden wir bei den Messungen unterschiedliche Frequenzen. Die Sweep-Funktion, die bereits in diesem Video vorgestellt wurde, bietet einen grafischen Überblick über mehrere Frequenzen und hilft uns dabei, sowohl lokale als auch verteilte Erdungseigenschaften zu identifizieren. Wenn Masten durch ein Metallband parallel verbunden sind, zeigen Niederfrequenzmessungen eine niedrige Impedanz ZE, beispielsweise 0,401 Ohm. Durch Erhöhen der Messfrequenz wird eine stärkere lokale Erdung des einzelnen Mastes sichtbar, sodass die erwarteten Werte höher ausfallen. Nach Abschluss aller Messungen entfernen wir sorgfältig alle Messleitungen und Sonden aus dem Gelände. Ein tragbares, robustes und langlebiges Gerätepaket ist unerlässlich, um die elektrische Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Mit diesem Ansatz können wir große Abschnitte von bergigem Gelände an einem einzigen Tag abdecken. Manchmal sogar den gesamten Hang oder das gesamte System. In der Gewissheit, dass die Arbeit professionell erledigt wurde, machen wir uns auf den Rückweg ins Tal.